Nee, das kann doch mit 19 nicht passiert sein. Wie soll das denn gehen? Ich habe MS, ich schaffe das nicht. Und dann habe ich meinen Schwerbehindertenausweis rausgeholt und gesagt, ich kann wirklich nicht laufen. Und er hat mir gesagt, ja, das kann hier ja jeder behaupten. Die eigene Schwäche zuzugeben, hat mir, finde ich, eher echt viele Türen geöffnet. Ja, ich bin Lena und ich hatte vor 4 Jahren plötzlich einen Schlaganfall. Hallo, ich bin der Ricky und ich habe seit 2012 MS. Lena, wie ging's dir denn, als du gemerkt hast, dein Leben hat sich jetzt schlagartig geändert? Ja, es ist ein ganz komisches Gefühl. Also ich weiß noch, wie ich damals wach geworden bin im Krankenhaus und auf einmal hat sich alles verändert irgendwie. Meine Mutter saß bei mir, hat irgendwie auch ein bisschen geweint und es war einfach so ungewiss, was die Zukunft bringt. Ja, und bei dir? Wie war es bei dir, als du die Diagnose bekommen hast? Ich habe es am Anfang gar nicht so richtig wahrgenommen, ganz ehrlich, und habe mich auch nicht krank gefühlt. Und von dem her habe ich es, glaube ich, auch ein bisschen verdrängt. Mir gedacht, naja, mir geht's ja gut. Ich lebe jetzt erstmal so weiter tatsächlich, ja. Ja, mein erster Gedanke war auch erstmal, oh Gott, ich muss mich bei der Arbeit krank melden. Ja, und ich war in der Ausbildung, wie geht's weiter? Also ich habe irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, was das jetzt für mich persönlich, sondern irgendwie alles drumherum passiert jetzt. Das hat tatsächlich, glaube ich, sogar Jahre gebraucht. Erst 1-2 Jahre später nach Diagnoseerhalt so ein bisschen gemerkt, dass meine Kräfte nachlassen, dass ich nicht mehr ganz so fit bin. Habe aber weiterhin trotzdem so das ganze Krankheitsgeschehen und auch die Krankheit ein bisschen eher hinten angestellt. Ich habe gedacht, das wird schon, das wird sich bessern. Bei der MS weiß man jetzt auch nicht ganz genau, in welche Richtung es geht. Bei mir kam irgendwie so dieser ernüchternde Schlag, als ich zu Hause aus der Reha war und auf einmal alleine war irgendwie. Okay. Ich hatte noch keine Orthesenversorgung und saß dann irgendwie zu Hause und habe gewartet, dass irgendwas passiert. Und das war wirklich eine schlimme Zeit irgendwie. Und als ich dann die Orthese zum Beispiel bekommen habe, habe ich gleich gesagt, alles klar, ich mache die Wiedereingliederung, ich mache meine Ausbildung zu Ende. Und hatte irgendwie gar nicht so mir den Gedanken gelassen, was jetzt alles noch schief läuft oder so. Und ich habe gleich gesagt, okay, es geht jetzt weiter. Wie war das so, in dein gewohntes Umfeld wiederzukommen? Es war erstmal, also alle waren ganz schockiert. Ich komme von so einem kleinen Dorf und alle, nee, das kann doch mit 19 nicht passiert sein. Wie soll das denn gehen? Und alle haben auch irgendwie mich so ein bisschen bemuttert und jeder wusste erstmal besser, was das Beste ist für mich. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte eigentlich nur mein Ding durchziehen. Und habe das aber auch ziemlich schnell kommuniziert und gesagt, ich möchte wieder aufs Pferd zum Beispiel. Ich werde auch wieder arbeiten. Ich werde irgendwann wieder Auto fahren. Und das habe ich einfach durchgezogen und da haben ziemlich viele einfach mitgezogen dann in dem Fall. Und ich glaube tatsächlich, dass meine Familie, also meine Eltern und meine Schwestern haben es auch ein bisschen verdrängt. Ja. Und ich glaube, es tat mir aber fast gut, weil für die war es einfach alles normal. Also für die gab es dann nicht irgendwie, oh Gott, die kranke Lena, sondern für die gab es dann einfach so, Lena ist wieder zurück und jetzt geht's weiter. Wie haben deine Angehörigen darauf reagiert? Ich habe die auch nicht gleich unbedingt informiert. Ich habe gedacht, ich habe gesagt, ich habe bei mir mit einer Sehnervenentzündung angefangen und habe gesagt, ja, MS steht vielleicht fraglich irgendwie im Raum. Aber mir geht's gut. Ja, habe das immer so ein bisschen nach hinten geschoben, das Ganze. Ich war immer recht sportlich. Da habe ich mir schon auf alle Fälle schwer getan, als ich gemerkt habe, dass da ein Leistungsverlust da ist. Und irgendwann mal war es halt letztendlich so weit, dass ich sozusagen die Bombe habe platzen lassen oder gesagt habe, hey, ich habe MS, ich schaffe das nicht oder ich brauche mal eine Pause, wenn wir einen längeren Spaziergang gemacht haben oder sowas. Und das ist mir richtig schwer gefallen. Als ich da so publik gegangen bin sozusagen, war das eigentlich auch für mich eher befreiend. Die eigene Schwäche zuzugeben, hat mir, finde ich, eher echt viele Türen geöffnet. Ich habe tatsächlich von Anfang an bin ich da sehr offen mit umgegangen, weil es wusste ja so oder so jeder. Also ich konnte es ja nicht verheimlichen bei mir. Und bin da auf sehr viel Zuspruch gestoßen und war aber auch erschrocken darüber, was da irgendwie alles auf einen zugekommen ist. Also irgendwelche Anträge. Da musste man sich irgendwie um Dinge kümmern, wo ich gedacht habe, so ja, mit 19 wollte ich das gar nicht machen, aber es ging dann irgendwie alles und ich bin, glaube ich, daran irgendwie nochmal gewachsen und stärker geworden tatsächlich im Nachhinein. Und heute stelle ich mir tatsächlich einfach irgendwie im Leben ganz viele Challenges und dass ich einfach irgendwie ganz viel unternehmen kann und das noch genießen kann. Jo. Cool. Was hat dir denn so am besten eigentlich geholfen, damit so klarzukommen? Hast du irgendwie einen besonderen Rückhalt gehabt? Letztendlich, glaube ich, meine
meine Frau ist meine beste Freundin. Bin dann auch Papa geworden in der Zeit sozusagen und ist dann auch nochmal eine Motivation, ich sag jetzt mal, was ist durchzuziehen oder auch an den Punkt zu kommen, zu sagen, hey, ich bin jetzt einfach da offen. Ja, ich habe das tatsächlich bei mir auch im Dorf gemerkt. Also es kommen ja diese typischen Dorfveranstaltungen, sage ich mal, wo ich dann auch eine lange Zeit brauchte, um überhaupt kurze Hosen oder auch Kleider zu tragen. Und als ich mich dann aber getraut habe, sind die Leute auch auf mich zugekommen und haben einfach gesagt, ey, ich finde das so cool, was du hier machst, dass du einfach dabei bist, dass du das alles wieder so hinkriegst. Und da habe ich so gedacht, ja, es ist einfach schön und irgendwie Mut spenden, glaube ich, wenn man einfach auch weiter nach vorne schaut. Und ich glaube, gerade wenn man dann Kinder hat, noch wie bei dir, das ist dann natürlich noch was anderes. Ich habe mein Pferd, das ist für mich mein Kindersatz. Ja, das Pferd nimmt ja auch wahrscheinlich keine Rücksicht auf Absolut seine, nicht, nee. Und mir hilft das aber irgendwie ganz viel. Ich muss da jeden Tag hin und ich bin damit groß geworden. Meine Mutter ist Reitlehrerin gewesen. Ich bin mit Pferden am Hof groß geworden und das ist einfach auch eine Sportart, die ich immer noch machen kann. Wo ich irgendwie mich auch vertraut fühle, also wo ich weiß, es funktioniert. Machst du irgendwie, dass du auch so mal Zeit für dich nimmst und wie gehst du damit so um? Grenzen setzen zum Beispiel? Da bin ich am Lernen. Ich habe vor 3 Jahren meine erste Reha gemacht. Das hat richtig gut getan. Gleichzeitig fühle ich genau mich meiner Familie schon sehr verpflichtet auch und liebt es auch. Ich bin total gern Papa. Ja, muss mir da immer wieder selber sagen, okay, jetzt ist auch mal gut. Jetzt muss ich mich hinlegen oder brauche jetzt diese Zeit bei der Physio, die extra Zeit nochmal. Ist noch Luft nach oben. Ja, bei mir tatsächlich auch sehr ähnlich. Gerade bei mir im Job fällt es mir sehr schwer, Nein zu sagen. Aber es wird immer besser tatsächlich bei mir und auch im Alltag. Also ich bin einfach ein sehr aktiver Mensch und ich genieße das sehr. Mag auch irgendwie in jeglichen Vereinen mit zu sein und beim Pferd und dann irgendwie auch mit meinen Geschwistern was zu machen. Und dennoch lerne ich immer wieder, dass man auch einfach sagt, nee, heute Abend bleibe ich mal zu Hause zum Beispiel. Gerade wenn ich weiß, dass die nächste Zeit vielleicht stressiger wird, versuche ich gerade für mich so einen Mittelweg zu finden. Und aktuell klappt das ganz gut. Cool. Lena, wenn du mit deinem jüngeren Ich sprechen könntest, was würdest du dem dann gerne sagen? Ich würde ihm gerne sagen, dass alles gut werden würde, dass man auch wieder trotzdem aktiv werden kann, dass man trotzdem einen tollen Freundeskreis haben wird und dass man ganz viele tolle Leute einfach auch kennenlernt. Also auch bei mir hat der Schlaganfall irgendwie auch viele Türen geöffnet, wenn man das so sagen kann. Ich habe fantastische Menschen kennengelernt, tolle Gespräche geführt und habe einfach auch gemerkt, wie toll meine Familie zusammenhält. Und das würde ich ihm irgendwie gerne sagen. Cool. Und bei dir? Ich würde auf alle Fälle sagen, von vornherein schon offener mit der eigenen Schwäche umgehen und nicht zu arg an Dingen festhalten, weil auch wieder andere gute Dinge kommen. Genau, das hätte ich mir gerne gesagt, ja. Haben sich die Freundschaften seit dem Schlaganfall verändert? Ich glaube nicht so groß, immer noch dieselben Freunde tatsächlich. Ich habe auch während meiner Krankheit erst meinen Freund kennengelernt und zu dem war ich einfach auch von Anfang an ganz offen und habe gesagt, so schaut's aus. Ich sitze übrigens auch ab und zu im Rollstuhl, mal laufe ich, mal brauche ich Hilfe, mal nicht. Und er soll sich das gut überlegen, ob er damit umgehen kann und das auch möchte, weil ich finde, das ist natürlich schon immer irgendwie auch ein Schritt für einen Menschen einfach. Er meinte aber, es ist für ihn gar kein Problem und das funktioniert auch super gut. Also der unterstützt mich da ganz viel und ich bin schön, dass man doch noch so jemanden kennengelernt hat. Bei mir ist euch ähnlich. Die guten Freunde, die ich habe, sind so zu besten Freunden dadurch geworden. Er kriegt da viel Unterstützung und gleichzeitig ist es aber auch normal und jetzt definitiv nicht immer Thema, dass ich irgendwie eingeschränkt bin oder so. Hast du nach der Diagnose der MS auf viele Vorurteile, bist du da drauf gestoßen? Die meisten gehen davon aus, dass ich irgendwie einen Unfall hatte oder so. Und wenn ich dann erzähle, dass ich MS habe, dann ist es meistens so, mein Bekannter XY hier hat auch MS und so ungefähr wird schon wieder und MS und ist ja auch, ich finde es ja auch total okay. Ich kann da auch keinem, ehrlich gesagt, irgendwie was übel nehmen oder so. Wenn die interessiert sind, dann ich habe damit kein Problem, drüber zu reden und aufzuklären oder so. Ich glaube, fast jeder kennt irgendwie jemanden mit einem Schlaganfall tatsächlich und ich stoße da eher so auf, was in deinem Alter? Ja, jetzt glaube ich. Oder also ich kann das und das noch nicht und mir geht's ja so schlecht und ich denke mir immer so, also ich finde das zu bewerten ist halt total schwierig, nur weil ich jünger bin, heißt es nicht, dass es mir gut geht zum Beispiel und dass ich nicht mit den Folgen zu kämpfen habe, aber habe für mich gelernt, das einfach zu akzeptieren,
da, wo ich denke, dass es was bringt, aufzuklären, tue ich das. Und da, wo ich denke, nee, manchmal ist es auch gut, einfach zu sagen, ja, alles gut. Also ich weiß noch, bei mir war mal eine Situation, wo ich auf ganz große Ignoranz gestoßen bin. Okay. Ich kann in der Bahn nicht gut stehen, weil ich das Gleichgewicht einfach nicht halte. Also ich falle wirklich wie so ein nasser Sack einfach zur Seite weg. Okay. Und das war in einer Metronom, also in so einer Regionalbahn im Endeffekt. Und da bin ich zu dem Schaffner hingegangen und habe gesagt, so, der Zug war voll und ich bräuchte einen Sitzplatz, weil ich halt eine Gehbehinderung habe. Und er guckte mich nur an und hatte nur gelacht. Und dann habe ich meinen Schwerbehindertenausweis rausgeholt und gesagt, ich habe wirklich also ich kann wirklich nicht laufen. Und er hat mir gesagt, ja, das kann hier ja jeder behaupten. Echt? Und er hat mich da einfach so stehen gelassen und ich war völlig sauer und enttäuscht von der Situation und habe gedacht, für mich war das gerade ganz viel Mut und Überwindung, dahin zu gehen, zu sagen, ich brauche Hilfe, und wurde einfach so abgetan. Und das fand ich irgendwie ganz schlimm. Hattest du schon mal so ein Erlebnis? Ich kann mich auch noch eine Situation erinnern, da bin ich zur Physio gefahren und ich habe einem älteren Herrn seinen Behindertenparkplatz sozusagen vor der Nase weggeschnappt, und der hat mich dann groß angehupt und habe ich nur das Fenster gekurbelt und ihm meinen Behindertenausweis gezeigt, und er hat trotzdem weiter geschimpft, und ich bin dann ausgestiegen oder halt im Rollstuhl dann rausgefahren, und dann kam er und hat sich entschuldigt und so, und ich hab's glaube ich eher einfach mit Humor genommen. Sprechen dich Leute zum Beispiel auf deine Orthese an? Also es gibt da immer zwei verschiedene Meinungen zu. Die einen denken, dass ich eine elektrische Fußfessel trage. Da frage ich schon immer ganz amüsiert, was die denken, was passiert, wenn ich irgendwie eine Grenze überschreite scheinbar. Und die anderen denken immer, ich habe was am Knie tatsächlich. Und ich versuche dann einfach aufzuklären, zu sagen, nee, das ist tatsächlich eine FES-Orthese, also funktionelle Elektrostimulation. Sprich, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Bein. Die untere Manschette ist für den Fußheber zuständig, also über einen Stromimpuls wird im Endeffekt diese Fußreaktion ausgelöst. Und der Oberschenkel ist für diesen Push nach vorne zuständig, damit ich das Bein sozusagen fortsetzen kann. Okay. Und ja, eigentlich sind immer alle ganz fasziniert und eigentlich wollen es auch alle mal ausprobieren. Und die häufigste Frage ist immer, tut das eigentlich weh? Ja, das wollte ich dich jetzt auch fragen. Nee, tatsächlich nicht. Also mir tut es eigentlich gar nicht weh. Ich habe es dann höchstens mal, dass man denkt so, oh, jetzt saß die nicht richtig, vielleicht eine kleine Druckstelle. Aber auch das ist super selten. Und es kann auch mit den besten Schuhen passieren, wenn die nicht richtig angezogen sind, sage ich mal, genau. Aber bisher eigentlich waren dann alle sehr fasziniert. Cool. Ja. Ja, das glaube ich. Bei mir ist auch so, dass ich merke es vor allem bei Kindern oder so. Wenn ich irgendwie im Schwimmbad bin und mit dem Rollstuhl an den Beckenrand roll, dass sie dann zuschauen oder sagen, hey, was hat der? Und bin dann auch eher, glaube ich, so wie du, dass ich mir dann die herholen und sage, ja, das ist mein Hilfsmittel oder so mache ich das. Ich sage dann immer, ja, ihr könnt ja mal schauen, auf der Internetseite zum Beispiel, oder guckt euch Videos an. Ich sage mal, ich habe Glück gehabt, dass ich tatsächlich an meinen Techniker geraten bin, der das kannte und gesagt hat, so, wir probieren das jetzt mal aus. Und der auch sehr hinterher war, und nicht jeder hat das Glück tatsächlich. Und deswegen finde ich es total cool, wenn man da sagt, ja, erzählt das doch einfach mal weiter. Vielleicht gibt es da jemanden, dem man dadurch helfen kann. Mit den Physios, da ging es mir jetzt auch so, du hast ja auch den Molly-Suit, und da habe ich neulich mal einen Physio drauf angesprochen, und der wusste da auch gar nicht so richtig Bescheid. Der war dann eher ganz begeistert, und den hatte ich dann auch mal bei der Physio dann an, und das war cool. Vielleicht sollten wir einfach nochmal erklären, was der Exoport-Suit ist. Also der Exoport-Suit ist ein Neurostimulationsanzug, bei dem man über Elektroden Stromimpulse bekommt, die man aber tatsächlich ja gar nicht bemerkt. Dieses Programm läuft 1 Stunde und hält bei mir zum Beispiel 36 Stunden. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Wie lange hält er bei dir? Ich habe den auch so alle 2 Tage immer wieder mal an, genau. Der reduziert im Endeffekt Spastiken durch diese Stromimpulse, und damit einhergehen hat auch Schmerzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe jetzt Gott sei Dank nicht so viel mit Schmerzen zu kämpfen, aber die doch echt auch immer wieder ausgeprägte Spastiken. Da merke ich, dass mir der Exopulse-Suit richtig hilft. Also bei mir ist es tatsächlich noch, dass dadurch, dass die Schmerzen ja reduziert werden, bei mir auch das Schlafverhalten einfach sich sehr viel verbessert hat. Also vorher habe ich so ganz neuromäßig beinahe aus dem Bett geschlafen, weil ich nachts solche Spastiken hatte und Schmerzen. Und mittlerweile kann ich die Nächte wieder durchschlafen und habe meine Lebensqualität dadurch einfach sehr viel verbessert. Ich glaube, der Vorteil von so einer plötzlichen Erkrankung wie bei mir war im Endeffekt, es gab Tag 0
Und seit diesem Tag habe ich Fortschritte gemacht. Und ich weiß im besten Fall, dass diese Fortschritte irgendwie bleiben werden. Nachteil, glaube ich, ist tatsächlich schon, dass man irgendwie von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen wird. Siehst du bei dir auch Vor- und Nachteile? Ich habe ja etwas gebraucht, um mich auf die MS einzulassen, sozusagen. Das wäre jetzt, glaube ich, so ein Vorteil, dass man sich darauf einstellen kann. Ich gehe davon aus, dass ich in den nächsten Jahren mich auch weiterhin noch gut fortbewegen kann. Und gleichzeitig kann ich aber auch schon mich darauf vorbereiten, dass auch es zu einer Verschlechterung kommen kann. Denkt der Nachteil, man kann in Sorgen verfallen und sich denken, was wird in 20 Jahren, wie wird es mir gehen? Aber ich denke, genau da versuche ich positiv zu sein. Ich glaube, keiner von uns weiß, was in 20 Jahren sein wird. Ja. Was war die kurioseste Reaktion, die eine fremde Person je zu eurer Situation hatte und wie seid ihr damit umgegangen? Da würde mir spontan einfallen, als ich gerade meine Orthese getestet habe, noch in der Reha-Klinik. Und ich stehe im Fahrstuhl, hatte damals noch 2 Stützen mit dabei, also so Nordic Walking Stöcke, um mich so ein bisschen zu halten. Da guckt mich ein älterer Herr an, also bestimmt schon so um die 70, 80 Jahre alt und guckt mich an und meinte so, also Sie sterben schon, wenn das Ding auslöst, oder? Und ich meine so, wie, ja, Sie dürfen das Gelände doch nicht verlassen, oder? Ja, dass hier immer diese Straftäter rumlaufen. Und ich war völlig perplex und er ist einfach raus aus dem Fahrstuhl und habe mich so stehen gelassen. Gibt es eine Sache, die ihr jetzt als Luxus empfindet, die ihr früher als selbstverständlich genommen habt? Viele. Ja. Ganz viele. In der Früh aufzustehen und den Weg zum Frühstückstisch selbstständig zurücklegen zu können, ohne dass jetzt irgendwie eine Spastik einschießt oder sowas oder schnell zu duschen oder sowas. Ja. Auch einfach so unbedarft in den Alltag zu starten und durchleben zu können. Also einfach, ich weiß nicht, bei mir, oh Gott, es regnet, nehme ich den Rollstuhl, die Orthese, wie mache ich das jetzt am besten? Gibt es da viele Treppen? Wie mache ich das? Also einfach diese Gedanken, die man doch nicht abschalten kann, weil man da einfach drüber nachdenken muss. Ja, oder einfach zum Beispiel mal ins Schwimmbad zu gehen, ohne Rollstuhl und ohne Orthese, einfach zu sagen, so, ich bin jetzt da. Und dann denke ich mir auch immer wieder, was geht und was für ein Luxus das ist, was noch alles geht einfach. Das stimmt. Also, habt ihr ein Hobby, das ihr durch euren Verlauf entdeckt habt und dem ihr vielleicht sonst nie nachgegangen wärt? Ich habe ein Handbike und das hätte ich jetzt so nie gehabt. Bin zwar früher auch Fahrrad gefahren, aber das Handbike, das ist super cool. Wie ist das bei dir? Also ich war früher schon gerne in den Bergen, aber seitdem, ganz kurioserweise, gehe ich extrem gern wandern. Und wenn ich mir in den Kopf setze, dass ich da hochkommen will, dann komme ich doch irgendwie hoch. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch noch ein bisschen mehr Energie gekriegt habe. Also diese Durchsetzungsvermögen irgendwie. Ich muss es dann machen und schaffe es dann irgendwie. Und ich glaube, vorher hätte ich vielleicht mal eher aufgegeben. Welches überraschende Talent habt ihr durch eure Erfahrung entwickelt, das ihr vorher nie geahnt hättet? Ich glaube, mein Talent, was ich entdeckt habe, ist Mutspenden. Und das finde ich total schön, weil ich glaube, vorher konnte ich das auch schon, dass ich gut sprechen konnte, also dass ich gut mit Menschen dann interagieren konnte. Aber jetzt ist es irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene. Ich glaube, ich bin geduldiger geworden und verständnisvoller für Leute, die auch irgendwie eine Einschränkung haben. Ja. Oder wo es auch mal länger braucht. Okay, dann die letzte Frage. Das ist der Mac, genau. In 3 Worten, wie würdet ihr eure Beziehung zu eurer Prothese, Orthese beschreiben? Wie würdest du deinen Rollstuhl oder deinen Exopuls oder deine anderen Hilfsmittel beschreiben? Möglichmacher, Wegbegleiter. Ich mag meine Hilfsmittel total gern. Ja. Ich mag sie echt gern. Ich würde, glaube ich, meine Orthese, die ist für mich einfach irgendwie am präsentesten, weil ich sie einfach jeden Tag trage. Ja. Fluch und Segen zugleich nennen. Segen einfach, weil ich damit das Leben führen kann, was ich aktuell führe, mit dem ich sehr glücklich bin. Und Fluch auch, weil es mich trotzdem jeden Tag irgendwie auch ein bisschen daran erinnert, was passiert ist und weswegen ich es trage. Genau, aber trotzdem bin ich dem unfassbar dankbar, allen meinen Hilfsmitteln. Und ich möchte aktuell nichts davon missen. Nee, geht mir auch so. Und nur wenn man sowas nutzt, ist das Leben nicht vorbei. Ja, genau.